Hey everyone, Dana hier. Ich bin nervös. Hey everyone, Dana hier. Es kommen immer noch mehr Videos in der Being a Woman Serie. Aber heute hatte ich einfach mega Lust, ein Video zu filmen. Und zwar ein Video auf Deutsch, also das mache ich jetzt. Übrigens, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen für weitere Deutsch oder Denglisch Content. Da spreche ich oft über mein alltägliches Leben hier in Deutschland. Und ja, es ist nicht nur ein normales Video auf Deutsch, sondern in diesem Video habe ich kein Skript geschrieben. Normalerweise schreibe ich ein Skript und vor allem für die Videos, in denen ich Deutsch gesprochen habe. Okay, nicht immer ein Skript. Mit Sarah Jane hatte ich kein Skript, aber ja, normalerweise hatte ich ein Skript. Heute habe ich keins. Ich habe ein paar Notizen gemacht, über das, was ich sprechen möchte. Aber diese sind nicht ganze Sätze oder sowas. Nein, ich rede jetzt Deutsch ohne Skript. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne meine Grammatik korrigieren in den Kommentaren. Vor allem der, die und das. Das ist immer noch für mich super, super schwierig. Leute fragen mich manchmal, Dana, was ist für dich beim Deutschsprechen super schwierig? Ja, immer noch der, die und das. Zum Beispiel, ich verwechsle oft Film und Video. Es ist das Video, aber der Film. Und in meinem Kopf ergibt das gar keinen Sinn. Weißt du? Video und Film, sie sind ähnlich, wenn nicht dasselbe Ding. Also, ja, in meinem Kopf ist es dasselbe. Es sollte dasselbe Artikel haben. Aber so ist es nicht auf Deutsch. Anyway. Was ist anyway auf Deutsch? Sowieso? Sowieso. Nein. Anyway. I don't know. Ich weiß nicht. Okay. In diesem Video rede ich auf Deutsch über die Küche. Vor allem die Unterschiede, die ich bemerkt habe zwischen Küchen in Deutschland und in den USA. Und wir fangen jetzt an mit der Größe. Ich rede nicht über die Größe des Zimmers. Das ist, würde ich sagen, ziemlich ähnlich. Oder es ist unterschiedlich bei jeder Wohnung oder bei jedem Haus. Aber ich rede hier von den Sachen in der Küche. Zum Beispiel die Spülmaschine. Meine Spülmaschine hier in Deutschland ist viel kleiner als die Spülmaschine, die ich hatte in meiner Küche in den USA. Dasselbe gilt für das Ofen. Mein Ofen in Deutschland ist viel kleiner als das Ofen, das ich hatte in den USA. Und ich habe das dieses Weihnachten bemerkt, oder nicht nur dieses Weihnachten, sondern viele andere Weihnachten auch. Ich backe für Weihnachten oft ein tschechisches Brot. Es heißt Vanoučka und das Rezept habe ich von meiner Mutter aus den USA. Und ich habe das Brot auch ein paar Mal in den USA gebacken, weißt du, ohne Probleme. Aber hier in Deutschland, das Brot ist so groß, dass das Brot fast zu groß für die deutsche Backblech ist. Es passt fast nicht auf der Blech und statt es normal zu machen, ich muss es quer auf der Backblech stellen. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Normalerweise es gibt eine Backblech und man macht das Brot so. Aber hier in Deutschland würde mein Brot auf die Seite hängen. Es passt nicht. Ich muss es auf die Backblech so quer hinstellen. Dann passt es, aber nur kaum. Noch einen Unterschied zwischen den Küchen in den USA und den Küchen in Deutschland ist der Garbage Disposal. Beziehungsweise in Deutschland gibt es kein Garbage Disposal. In den USA es ist nicht der Fall, dass alle Küchen einen Garbage Disposal haben, aber es ist eine Möglichkeit und viele Küchen haben einen Garbage Disposal. Aber in Deutschland, ich habe nie einen Garbage Disposal gesehen und ich glaube, sie sind auch nicht erlaubt.
Ich glaube, ja, es ist nicht erlaubt, einen Garbage Disposal in Deutschland zu haben. Sagt mir bitte Bescheid in den Kommentaren, ob ihr einen Garbage Disposal habt, wo ihr wohnt, oder ob es ziemlich üblich ist, einen Garbage Disposal zu haben, wo ihr wohnt. Ja, Dankeschön. Ich stehe hier in meiner Küche neben dem Schrank. Ich müsste die Schränke, die Spülmaschine, das Ofen, die Arbeitsplatte, das Waschbecken, den Kühlschrank installieren. Und mit ich meine ich Stefan. Und mit Stefan meine ich glaube, Leute von Ikea. Aber, wir müssen es kaufen. Und in den USA, soweit ich weiß, das ist nie der Fall. Jede Wohnung und ich glaube auch fast jedes Haus, vielleicht nicht jedes Haus, aber viele Häuser in den USA und Wohnungen kommen mit einer Küche. Es ist 99% der Fall mit Kühlschrank, mit Schränken, mit Ofen, mit Waschbecken, Spülmaschine und mit oft einer Mikrowelle. Und das ist auch noch ein Unterschied. In Deutschland, man findet nicht immer eine Mikrowelle in die Küchen und in den USA eine Mikrowelle ist oft zu sehen. Wir haben eine Mikrowelle, aber das ist nur wegen mir. Als ich Stefan erst kennengelernt habe, hatte er keine Mikrowelle in seiner Küche. Aber dann, als ich mit ihm reingezogen, sagt man, to move into an apartment, to move in with someone, reinziehen oder einfach ziehen? Als wir in dieser Wohnung gezogen sind, I think it's just that. Ich glaube, es ist einfach, oder reinziehen. Anyway, weiter geht's. Ein anderer Unterschied ist, die oder das Trockner. Ich glaube, es ist die Waschmaschine, Trockner. Kann ich sagen Trocknermaschine? Dann weiß ich, es ist die Trocknermaschine. Trockner. Oh, ich gehe mit der Trockner. Wir haben hier in Deutschland keinen Trockner und das bedeutet, wir müssen unsere Wäsche irgendwo aufhängen und normalerweise passiert das hier bei uns zu Hause in unserer Küche. Unsere Küche hat genug Platz dafür. Momentan schaue ich zum Beispiel meine Bettwäsche an. Es trocknet hier in der Küche. Es ist nicht immer der Fall, aber viele Wohnungen und Häuser in den USA sind mit einem Trockner und einer Waschmaschine ausgerüstet, genau wie oft mit einer Küche. Ja, also meine Wohnungen in den USA hatten immer eine Küche und eine Waschmaschine und einen Trockner. Und der letzte Unterschied für dieses Video ist der Waage. Die Waage. In Deutschland es ist ziemlich normal, dass man eine Waage in der Küche findet. Und in den USA, das ist nicht der Fall. Ich hatte nie so eine Waage, sondern ich habe solche Sachen benutzt, um meine Zutaten zu messen. Und meine Frage für euch jetzt ist, welche findet ihr besser? Habt ihr solche Sachen zu Hause oder benutzt ihr eine Waage? Ja, offensichtlich haben wir hier in unserer Wohnung in München beides. Und um meine eigene Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was ich wirklich besser finde. Ich mag beide Optionen, aber für verschiedene Dinge. Wisst ihr, was ich meine? Manche Sachen mag ich zu wagen und andere Sachen messe ich gerne damit. Salz zum Beispiel. Salz messe ich oft damit und nicht mit der Waage. Aber Butter ist viel einfacher zu messen mit der Waage als damit. Wobei in den USA, hier in Deutschland auch, es ist der Fall, die Butter hat auf der Packung, die Butter hat auf der Packung, wie viel Gramm ein Stück ist. Und in den USA, die Butter zeigt, wie viel Löffel man hat. Also man muss nicht mit den Löffeln reingehen in der Butter. Wisst ihr, was ich meine? Also meine Frage für euch ist, wie sieht eure Küche aus und welche Unterschiede habt ihr bemerkt zwischen Küchen in Deutschland, in den USA oder auf den ganzen Welt? Sag mir Bescheid in den Kommentaren.
Please let me know in the comments below. I just really like how that sounds in English. Wenn du weißt, wie ich das auch auf Deutsch reimen könnte, let me know in the comments below. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich habe bemerkt, viele deutsche YouTuber sagen kostenlos abonnieren. Und ich glaube, ich habe nie gehört, dass ein amerikanischer YouTuber sagt, subscribe for free. Aber ich habe bemerkt, ja, viele deutsche YouTuber sagen das. Also das sage ich auch jetzt auf Deutsch. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Es gibt ein, was ist Like-Button auf Deutsch? Gefällt mir Knopf. Oh, und es gibt auch die Glocke. Ich habe auf Twitter gefragt, wie das auf Deutsch heißt. Und ja, also angeblich heißt es die Glocke. Until next time, auf Wiedersehen. Oh, für dieses Video soll ich das vielleicht andersherum sagen? Also, bis zum nächsten Mal. Bye! Anyway, wir müssen immer noch ein Wort auf Deutsch für anyway finden. Egal, weiter. Also, um verschiedene Dinge zu wagen. Oh, man wagt nicht damit. Was macht man damit? Man wagt nicht, Honig zum Beispiel messe ich gerne mit der Waage, weil dann kann ich den Honig, den Honig. Oh, das Video, das ist jetzt Schluss. Wir sind fertig. Ich glaube, ich brauche eine Pause jetzt beim Deutschreden.